Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Unser heutiger Fall ging mir emotional besonders nah. Ich habe zwar keines der 3 Opfer gekannt, aber ich kenne einen der Augenzeugen und der Unfall ist in meiner damals 2. Heimat passiert, in Saanen. Und als wir 2016 aus Kalifornien zurückkamen, da wurde das unsere erste Heimat. Das heißt, unser ständiger Wohnsitz ist jetzt etwa 200 Meter über dem Flugplatz Saanen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich meinen Kanal auch dazu verwende, um ab und zu ganz kurz so ein bisschen was aus meiner persönlichen Erfahrung weiterzugeben. Ein Komiker hat mal gesagt, mit dem Tod ist es wie mit der Dummheit. Es ist immer nur für die anderen schwierig. Damit will ich sagen, ich persönlich habe überhaupt kein Problem mit dem Tod. Ich weiß, dass er zum Leben gehört. Und ich halte es sogar nach meinen Erfahrungen, und es sind Erfahrungen und nicht irgendwelche Glaubenssysteme, die das bewirkt haben, nach meinen Erfahrungen halte ich es sehr stark für möglich, dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Also, dass es so etwas gibt wie Wiedergeburt. Ich möchte bitte keine Diskussion entfachen zwischen blindgläubigen Esoterik-Freaks, zu denen ich überhaupt nicht gehöre, und den absolut stur materialistisch eingestellten Menschen. Das interessiert mich nicht. Ich möchte nur klarstellen, aus welcher Motivation heraus ich diese Videos über Flugunfälle produziere. Wir müssen uns eines bewusst sein: Tot sein ist viel einfacher als Leben. Wenn ihr um Leute herum sein wollt, die keine Probleme haben, geht auf den Friedhof. Das bedeutet aber nicht, dass ich den Tod suchen muss. Es bedeutet nicht, dass ich als Pilot einfach ein Hasardeur sein darf und sage, macht ja nichts, Tod ist ja nicht so schlimm. Als Pilot habe ich die, ich sage jetzt mal, verdammte Pflicht, vor allem dann, wenn ich mit Passagieren fliege, aber selbst wenn ich allein fliege, ich könnte ja am Boden jemanden verletzen, dafür zu sorgen, dass ich ein sicherer Pilot bin. Und damit ich das sein kann, muss ich eben auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss nicht sämtliche Fehler immer selber machen. Und jetzt zu unserem heutigen Fall. Ich kann mir sehr gut vorstellen, welchen inneren Kampf dieser Pilot ausgefochten hat. Er hat leider die falschen Entscheidungen getroffen und hat diesen Kampf verloren, respektive er hat ihn mit seinem Leben bezahlt und mit dem Leben seiner 2 Passagiere. Was ist passiert? Wenn du dir meine früheren Videos angeschaut hast, hast du wahrscheinlich festgestellt, da ist meistens die Ursache ein Pilotenfehler gewesen. In diesem Fall hatten wir mehrere technische Mängel, die zum Unfall geführt haben. Warum das aber letztendlich doch ein Pilotenfehler war, werden wir uns in diesem Video anschauen. Am 18. August 2010 wurde unser Unglückspilot angefragt, ob er am 26. August ein ihm bekanntes Ehepaar, ein deutsches Ehepaar, nach Zürich fliegen könnte, also von Saanen nach Zürich, damit sie dort ihren Anschlussflug nach Hamburg erwischen, Abflug 14:55 Uhr. Zu diesem Zweck plante der Pilot die Piper PA-32R300, also eine Cherokee Lance, eingetragen als Hotel Bravo Papa Romeo Echo einzusetzen. Ich habe leider keine Cherokee Lance in meinem Flugsimulator, aber eine Aero 3. Das ist eine Maschine der gleichen Familie. Dieses Flugzeug mit Baujahr 1976 hatte er knapp ein Jahr zuvor in Deutschland erworben und in die Schweiz eingeführt. Am Morgen des Unfalltages betankte der Pilot die Hotel Bravo Papa Romeo Echo mit 97 Liter Flugbenzin und bereitete das Flugzeug für die anstehenden Flüge vor. Um 11:18 Uhr startete er auf der Piste 28 in Altenrhein, St. Gallen, und verließ die Kontrollzone via den Meldepunkt Zulu. Um 12:30 Uhr befand sich die Hotel Bravo Papa Romeo Echo im Anflug auf Saanen. Während des Endanflugs auf die Piste 26 wurden verschiedene Personen am Boden auf das Flugzeug aufmerksam, da sie für diese Art Flugzeug eher unübliche Motorengeräusche wahrnahmen. Nach der Landung rollte die Maschine auf das Vorfeld.
Der Flugplatz Saanen sah übrigens damals noch deutlich provinzieller aus als in diesen Aufnahmen. Also diese modernen Hangare, die gibt es erst seit Sommer 2018. Und dieser Ausbau des Flugplatzes, der nennt sich jetzt Gstaad Airport, der hat natürlich unserem Tourismus ordentlich Vorschub geleistet. Wegen der Mittagspause war niemand im C-Büro und der Pilot füllte die Fluganmeldung selber aus und legte auch das Geld für die Landetaxe in ein Kuvert, so wie das üblich ist, wenn ein Flugplatz nicht bedient ist. Der Flugplatzchef und seine Mitarbeiter kehrten gegen 1 Uhr zurück aus der Mittagspause und stellten fest, dass 3 Personen in die Cherokee einstiegen. Der Motor sprang nicht sofort an, irgendwann dann doch, und der Pilot rollte offensichtlich sofort los in Richtung Piste. Eine Mitarbeiterin hat dann auf dem Funk noch aufgerufen, er soll bitte warten, weil eine Beech King Air im Anflug sei. Es sah also offensichtlich so aus, dass der Pilot es sehr eilig hatte. An dieser Stelle möchte ich kurz den Run-Up erklären. Wenn es einen Taxiway, also einen Rollweg gibt, dann wird er normalerweise an dem Punkt, am sogenannten Holding Point oder Rollhaltepunkt durchgeführt. Das ist der Punkt am Ende des Taxiways, bevor man eben auf die Runway geht. Ein Kolbenflugzeug verfügt ja über 2 Zündmagnete. Um die zu testen, bringt man den Motor auf eine bestimmte Tourenzahl, zum Beispiel 1600 oder ich glaube jetzt im Fall von der Cherokee wäre das glaube ich 2000 Touren. Dann dreht man den Zündschlüssel um eine Stufe nach links, damit nur ein Magnet in Betrieb ist. Der Drehzahlabfall darf dabei einen bestimmten Prozentsatz nicht übersteigen. Dann geht man wieder zurück auf beide, wartet einen Moment, bis sich das wieder erholt hat und dann dreht man 2 Stufen zurück, damit der andere Magnet in Betrieb ist und auch da darf der Drehzahlabfall nicht so groß sein und die Unterschiede zwischen den beiden Magneten dürfen auch einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Das ist der Grund, warum man Flugzeuge oft eben an diesem Rollhaltepunkt aufheulen lässt, also dieses Motorengeräusch deutlich hört. Im SUST-Untersuchungsbericht steht ein erfahrener Pilot, der auf dem Balkon seines Chalets am Unterbord gesessen habe. Unterbord, das ist da, wo wir heute wohnen, meine Frau und ich. Der hätte so seltsame Zündaussetzer gehört beim Run-Up. Der Pilot hat mir dann selber erzählt, er sei sofort ins Auto gestiegen und runtergefahren zum Flugplatz. Das dauert von uns aus, wenn man sich ein bisschen beeilt, etwa 5 Minuten, weil er dachte, den Mann muss jemand bremsen. Und er hat es gerade noch bis zum Anfang der Piste geschafft und sieht, wie der Pilot losrollt. Lange Zeit nicht abhebt, also da, wo er längst hätte abheben müssen, ist das nicht passiert. Das Flugzeug verschwand dann eine Zeit lang hinter einem alten Militärgebäude und als dieser Augenzeuge, den ich wie gesagt persönlich kenne, das Flugzeug wieder sah, war er immer noch nicht am Abheben. Also jeder vernünftige Pilot würde sagen, jetzt dringend Startabbruch. War das ein unerfahrener Pilot? Nein. 10.000 Stunden, respektive sogar mehr als 10.000 Stunden und ein ATP, das ist eine Airline Transport Pilot License. Also besser geht's fast nicht. Der Augenzeuge berichtete, dass die Klappen ausgefahren waren und beim Setzen der Startleistung der Motor normal klang. Aber eben, nachdem das Flugzeug dann etwa 100 Meter angerollt war, vernahm man wiederum deutliche Zündaussetzer. Das Flugzeug beschleunigte sehr träge. Und jetzt wurden auch verschiedene Personen im Bereich des Vorfeldes und auch die Angestellten im C-Büro auf die sehr unüblich tief fliegende Maschine aufmerksam. Das Fahrwerk wurde sofort eingezogen, die Hotel Bravo Papa Romeo Echo gewann jedoch kaum an Höhe und flog über die Piste Richtung Pistenende. Der Anstellwinkel wurde kontinuierlich vergrößert, aber die Flughöhe nahm nur geringfügig zu. Die Baumreihe zwischen dem Pistenende und der Sahne wurde mit knapp 5 bis 10 Fuß überflogen. Für die Leute, die es lieber metrisch haben, 5 Fuß geteilt durch 3, knapp 2 Meter, 10 Fuß geteilt durch 3, ungefähr 3 Meter. Also unglaublich knapp.
Da hinten dieser Hügel, der heißt Vannes, weil das nächste Dorf ist nämlich bereits französische Schweiz und der befindet sich hinter der Abwasserreinigungsanstalt von Saanen. Der hätte wohl nicht überflogen werden können und der Pilot begann deswegen eben den Anstellwinkel ständig zu vergrößern, natürlich mit dem Resultat, dass es zu einem Stall kam, zu einem Strömungsabriss. Auf die Funksprüche des C-Büros reagierte der Pilot nicht. Es folgte nur ein eher unabsichtlicher Funkspruch, der lautete so im Sinne von ah, nee, also ach nein, ach nein. Das Flugzeug prallte auf einen Haufen Schwemmholz in der Nähe der Abwasserreinigungsanstalt und ging sofort in Flammen auf. Die Obduktion der Leichen hat gezeigt, dass der Pilot offensichtlich am Polytrauma gestorben ist, das aufgetreten ist bei diesem Aufprall. Die beiden Passagiere haben zwar auch ein Trauma erlitten, aber offensichtlich sind sie dann letztendlich am Brand gestorben. Die Feuerwehrleute der Abwasserreinigungsanstalt haben alles getan, was möglich war. Sie mussten aber zwischendurch abbrechen, weil es unglaubliche Stichflammen gab. Die örtlichen Feuerwehren haben dann den Brand endgültig gelöscht. Bei der Untersuchung des Wracks hat man festgestellt, dass es mehrere technische Mängel gab. Das Flugzeug war ganz klar nicht vorschriftsgemäß gewartet. Die Details brauchen uns hier gar nicht zu interessieren. Viel wichtiger scheint mir die Tatsache zu sein, dass der Pilot trotz allem mehrere Chancen gehabt hat, den Flug abzubrechen, mehrere klare Hinweise gehabt hat, dass das im Desaster münden muss und er hat das leider nicht getan. Der erste Moment wäre gewesen beim Run-Up. Es gibt ja einen Grund, warum man diesen Run-Up durchführt und wenn man da ganz klar einen stärkeren Drehzahlabfall feststellt als erlaubt und wenn man dann zusätzlich noch Zündaussetzer hört, dann müsste man sagen, geht leider nicht, wir dürfen nicht mit diesem Flugzeug starten. Der zweite Moment wäre gewesen beim Startlauf, wenn man an einem gewissen Punkt immer noch nicht die nötige Rotationsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, wo man abheben soll, erreicht hat, dann gibt es nichts anderes als sofort Gas zurück, Vollbremsung. Auch das hat er nicht getan. Ja, und schließlich wäre noch die Frage, hätte er, sobald er in der Luft war, eventuell noch eine Chance gehabt? Das ist schwierig, weil in der Verlängerung der Pistenachse 26 sieht das Gelände in Saanen schon nicht ideal aus, das muss man sagen. Aber die Chance wäre wahrscheinlich größer gewesen, wenn er wirklich das gemacht hätte, was man in so einem Fall immer tun sollte, nämlich wenn Stallgefahr besteht, sofort Nase runter und sich einen Landeplatz suchen. Möglicherweise hätte man in der Saane landen können, also im Fluss Saane. Dann wäre vielleicht sogar die Brandgefahr gebannt gewesen. Ob sie es überlebt hätten, das wissen wir natürlich nicht. Ich finde diesen Fall vor allem aus psychologischer Sicht auch unglaublich interessant. Man muss sich wirklich mal vorstellen, was für innere Kämpfe dieser Pilot gefochten hat. Was für Vorwürfe er schon innerlich gehört hat. Wenn er jetzt sagen würde beim Run-Up, oh sorry Leute, ich habe Mist gebaut, ich hätte ein anderes Flugzeug nehmen sollen, das tut mir jetzt wahnsinnig leid, aber wir dürfen, Sicherheit geht vor, wir dürfen nicht fliegen mit diesem Flugzeug. Vielleicht hat er dann gedacht, ja, dann sagen die Leute, hey, Sie sind ein Taxiflugbetrieb, was soll denn das? Was ist denn das für eine Qualität? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer bezahlt jetzt unsere Tickets, unsere Ersatztickets nach Hamburg? Und überhaupt, wir haben gemeint, Sie seien ein guter Pilot. Die beiden hätten ja im Fall eines Startabbruchs gar nicht wissen können, was ihnen erspart geblieben ist und dass dieser Mann ihnen gerade das Leben gerettet hat. Das ist ja immer wieder das Problem. Wenn es nicht zu einem Unglück kommt, wissen die Leute nicht, was ihnen erspart geblieben ist. Ich habe es ein paar Mal erlebt in der Zeit, als ich noch oft mit Airlinern geflogen bin, dass man plötzlich in eine brenzlige Situation kam. Einmal haben wir gesehen, dass da so irgendwelche Flüssigkeit auf dem Flügel austrat und einmal fiel ein Motor aus und wir mussten zurückfliegen zum Startflughafen und eine andere Maschine nehmen. Die Leute im Flugzeug hatten furchtbar Angst, waren wahnsinnig dankbar, dass nichts passiert ist, aber es ging vielleicht 5 Minuten und dann waren sie schon wieder am Schalter und haben das arme Bodenpersonal vollgelabert, wie schlimm das jetzt sei und wie sie jetzt dringend ihren Ersatzflug brauchen.
Ja, unser Pilot hat wahrscheinlich gedacht, heute Morgen in Altenrhein ist es doch auch gegangen und sobald ich mal in der Luft bin, dann wird es gehen, das wird schon kein Problem sein, das muss jetzt einfach gehen. Ja, in Altenrhein war er eben allein im Flugzeug und jetzt waren sie zu dritt, plus Gepäck und die Lufttemperatur betrug 30 Grad. Mit anderen Worten, ein Taxipilot sollte nicht nur seine Flugzeuge beherrschen. Ich glaube, er sollte auch die Charakterstärke haben, um zu Passagieren sagen zu können, sorry Leute, wir können mit diesem Flugzeug nicht abheben. Es tut mir wahnsinnig leid. Gibt es irgendwelche Alternativen oder habt ihr Lust, es zu versuchen und euer Leben zu riskieren? Ich wurde einmal von einem Fliegerkollegen gefragt, ob ich nicht mit ihm eine Runde drehen wolle. Ich bin in unserer Motorfluggruppe zuständig fürs Marketing und deswegen schaue ich auch, dass der Schaukasten immer sauber ist und auch up-to-date. Und da treffe ich ab und zu mal Kollegen. Und natürlich fliege ich gerne mit, weil die Kollegen sind alle gute Piloten. Aber ich habe dann in den Wetterbericht geschaut und mir überlegt, würde ich jetzt allein in die Luft gehen bei dem Wetter? Die Antwort war nein und deswegen habe ich ihm gesagt, du, bitte nimm es nicht persönlich, aber ich würde jetzt bei dem Wetter, ich persönlich würde allein nicht in die Luft gehen und deswegen gehe ich auch nicht mit dir mit. Ich kam mir schon ein bisschen blöd vor, ja, und habe gedacht, naja, vielleicht fühlt er sich jetzt ein bisschen pikiert, aber ich glaube, Sicherheit geht einfach wirklich vor und persönliche Animositäten haben hier absolut keinen Platz.